Herzensgrüße vom 14. Juni 2025. Fotoshootings und Drohungen. Hallo ihr Lieben. Es war einer dieser Tage, an denen selbst die schönsten Begegnungen einen schalen Beigeschmack tragen. Manchmal ist es nur ein kurzer Moment, ein einzelner Satz und alles kippt. Nachricht von Rob. Rob, der Anführer von Misha, der Tschechen- und Slowakengruppe, kontaktierte mich über Funk. Seine Stimme war ruhig, fast zu ruhig. Er sprach vom Gefecht mit den Banana-Ops. 4 habe er erwischt, sagte er, als wolle er ein Gleichgewicht herstellen. Eine Art Ausgleich für das, was passiert war. Und ich konnte nicht anders, als mich im Stillen zu fragen, seit wann zählen wir eigentlich Tote wie Trophäen? Als könne man einen Verlust mit einem anderen aufwiegen. Ich verurteile niemanden. Ich kenne die Notwendigkeit des Kampfes und ich kenne Rob, seine Loyalität, seine Stärke. Und ich weiß, dass er handelt, wenn andere noch überlegen. Aber ich frage mich, wann wird aus Verteidigung ein Kreislauf? Wann wird aus Gerechtigkeit ein Krieg? Und wann vergessen wir, wofür wir eigentlich einstehen wollten? Ich hörte ihm zu und dachte mir meinen Teil. Er hatte genug Schwierigkeiten in seinen eigenen Rängen. Schwierigkeiten, mit denen er umzugehen hatte. Und wir würden schauen müssen, dass unsere Camps sicher blieben. Ein Schuss auf Beauty. Ich selbst war gerade auf dem Weg zu einem Gruppenfoto. Ja, auch das gehört zu unserem Alltag, als es passierte. Whisky holte mich ab in seiner geliebten Beauty, dem weißen Adder. Wir fuhren, redeten, lachten und dann der Schuss. Direkt aufs Auto. Ein Warnschuss? Ein Versehen? Oder doch eine gezielte Botschaft? Egal. Wie ihr euch vorstellen könnt, gab Whisky Gas. Wir entkamen. Zumindest für dieses Mal. Aber es führte mir wieder auf unmissverständliche Weise vor Augen, dass in Chernarus selbst der Weg zu einem harmlosen Gruppenfoto ein Überlebenskampf sein konnte. Ein Bild für die Banana-Ops. Oben auf dem Hügel trafen wir die anderen Bananen. Das Foto wurde gemacht. Eine Momentaufnahme von Freundschaft, Vertrauen und Verbundenheit. Und ja, natürlich auch einer gehörigen Portion Humor. Nach getaner Arbeit bot Whisky mir mehrfach an, mich wieder nach Hause zu fahren. Ich lehnte es dankend ab, mit dem Auto zurückzufahren. Ich wollte laufen. Die frische Luft, der Weg, die Gedanken, sie waren mir heute wichtiger als Geschwindigkeit. Und vielleicht fand ich auf dem Weg ja das eine oder andere, das ich gebrauchen konnte. Besuch vom CRK, jede Menge Bambis und ein weiteres Gruppenfoto. Unterwegs auf ihrer Versorgungstour begegneten Blackline und Pinky einem Neuankömmling, Norvik. Er war auf der Suche nach einem Freund namens Jerry und so nahmen sie ihn nach Prigorodki ans Lager mit. Ich entschied mich dazu, eine große Runde zu laufen und kam so nach einem wirklich langen Fußmarsch in Beresino an. Dort sah ich am Lager nach dem Rechten, aber alles schien unberührt und in Ordnung. Ich war erleichtert. Dann war ich jedoch überrascht, als ich Tobi vom CRK in Beresino antraf. Ein vertrautes Gesicht. Normalerweise lebte er auf Deer Isle, arbeitete dort für den CRK ehrenamtlich, das Tschernarussische Rote Kreuz. Wobei ich ihm scherzhaft sagte, Tobi, eigentlich müsstet ihr euch auf Deer Isle doch Dirk nennen, das Deer Isle Rote Kreuz. Er lachte. Ja, wir waren gewissermaßen Kollegen, denn auch wie die Samariter hatten sie den Menschen an erste Stelle gesetzt und versorgten Bambis und Neuankömmlinge sowie Alteingesessene mit medizinischen Gütern, Hilfe, Beistand und allem, was sonst noch so anfiel. Ihre Arbeit war wichtig, aber heute Abend suchte er wohl etwas Zerstreuung und war hierher gekommen. Ich war froh, ihn zu treffen. Ich nahm Hoffnung 2.0, die ich in Beresino in einem Waldstück geparkt hatte, und wir fuhren Richtung Süden nach Prigorodki. Dort warteten bereits Norvik, Pinky und Blackline. Auch Silas war wieder am Camp, schweigend, aber präsent. Und dann war da auch Kevin, den wir zur Unterscheidung mit den anderen Kevins Harbour nannten. Wie der Hafen. Ein ruhiger, aufmerksamer Mann, der unsere Hilfe nicht ablehnte. Er bekam etwas zu essen und ein paar warme Worte. Tobi und Silas gingen wieder angeln.
2 Männer, 2 Welten und doch vereint in ihrer Stille. Ich glaube fast, Silas schätzte seine ruhige Art. Später holten Jamet und Black Lion Norviks Freund Jerry ab. Ich fand es schön, wie selbstverständlich Hilfe hier geworden war. Kein großes Aufsehen erregen, kein Aufspielen, nur praktisches Tun, Anpacken, wo immer es nötig war. Wir brachten die Fische zum Camp zurück, aber dort wartete eine böse Überraschung auf uns. Harbor, den wir gerade noch versorgt hatten, lag tot vor dem Medic-Zelt. Die Position seines Körpers gab uns Rätsel auf. War es ein Scharfschütze vom Berg gewesen? Warum lag er dann aber auf dem Rücken und direkt vor dem Zelt? Eine Bandage in der Hand? Es sah fast wie Selbstmord aus, aber nur fast, denn es fehlte eine Tatwaffe. Mit einem unguten Gefühl durchsuchten wir die Umgebung, als Harbor plötzlich wieder zum Camp kam, neu gespawnt an der Küste. Er erklärte, dass er von Zombies angegriffen worden sei, sich zum Camp geschleppt habe, aber dann direkt vor dem Zelt verblutet war, bevor er sich habe verbinden können. Das erklärte die Bandage in seiner Hand. Ein tragischer Unfall. Aber zum Glück hatte er seinen Weg zu uns wiedergefunden. Wir bestatteten seine sterblichen Überreste und gaben für Black Lion und Jamet grünes Licht. Sie brachten nur noch Jerry und Norvik wieder wohlbehalten ans Camp. Am nächtlichen Lagerfeuer grillten wir gemeinsam den gefangenen Fisch. Und als es wieder Morgen wurde, brachen die beiden Freunde, die wir zusammengeführt hatten, gemeinsam wieder auf. Und noch ein Bild. Zurück am Camp blieben Pinky, der zwischenzeitlich auch angekommen war, Jamet, Black Lion, Silas, Toby, Harbor und ich. Da ich mit meinem roten Saka Hoffnung 2.0 am Camp war, hielt ich es für eine gute Idee, unser Gruppenfoto ebenfalls zu aktualisieren. So posierten wir gemeinsam für einen Schnappschuss. Es freute mich, dass auch Silas mit auf das Bild wollte. Er war zwar kein Samariter, aber eine überaus helfende Hand am Lager geworden. Der Schatten beehrt uns wieder. Und dann, wie aus dem Nichts, meldete er sich. Der Schatten. Er sprach von einem Feuergefecht bei Balota. 2 von Misha, so sagte er, habe er getötet. Aber ich hatte da meine Zweifel, denn das war nicht so typisch für Misha und ich glaubte eher, er habe da eine andere Gruppe erwischt. Vor allem aufgrund ihrer grünen Armbinden mit 2 gekreuzten Schwertern drauf. Das war nicht die Handschrift von Misha. War es vielleicht die Chopio-Gang? Die seit Tagen die Küste unsicher gemacht hatten, die an unseren Camps geschossen hatten und die Whiskys weißen Ader mit grüner Heckklappe geklaut hatten? Ich wusste es nicht und eigentlich war es auch egal. Der Schatten war auf jeden Fall sehr stolz, die Heimat von seinem Freund, dem Rheingauer, verteidigt zu haben, denn dieser hatte sich traditionsgemäß wieder in Balota niedergelassen. Wir saßen später gemeinsam am Lagerfeuer und unterhielten uns. Das mag dem einen oder anderen jetzt komisch vorkommen, denn hatte der Schatten nicht gestern noch Carla J. in Selenogorsk erschossen? Doch so war das Leben hier. Hier am Camp konnte man auf Augenhöhe miteinander reden. Der Schatten respektierte das, er respektierte unsere Arbeit und er griff uns auch am Camp nicht an. Prigorodki war eine Möglichkeit, zusammenzufinden, trotz aller Differenzen, die da draußen tobten. Und als optisches Zeichen, um uns zu zeigen, dass er es gut meinte, war er heute auch nicht in seiner typischen schwarzen Kluft unterwegs. Zum Abschluss beschlossen der Schatten und ich, nach Beresino zu fahren, um dort nochmals nach dem Rechten zu sehen. Und wisst ihr was? Wir hatten Spaß. So absurd es klingt, aber Lachen war endlich wieder möglich. Cohn stieß später mit dem Boot dazu, der alte Wirt von Krona, der mit den Pilzen. Als er den Schatten sah, blitzte für einen Moment ein herzliches Wiedererkennen auf. Ihre Vergangenheit, ihre Geschichten. Wir grillten noch etwas Hühnchenfleisch am Camp, dann brach ich auf. Ein letzter Blick auf das Lager. Ich inspizierte das zentrale Lager der Beresino Boys, das sich etwas abseits befand. Was ich sah, war erschütternd. Es war wieder geradet worden. Tore aufgebrochen, Vorräte gestohlen und überall Spuren der Zerstörung. Zum Glück hatten die Räuber nicht alles mitgenommen und viele Dinge wie Fässer und Zelte zurückgelassen. Dennoch schmerzte es zu sehen, wie hier mit den Besitztümern anderer umgegangen worden war. Aber ich ließ mich nicht beirren. Ich verstaute das, was am Boden lag und reparierte die Tore, so gut es ging. Still, mühsam, mit bloßen Händen, aber das war es wert. Denn aufgeben war keine Option. War es wieder Misha gewesen, die den Einbruch verübt hatte?
Oder waren es am Ende andere gewesen? Die Hütchen vielleicht? Die Chopio-Gang? Ich wusste es nicht. Aber ich wusste, dass auch die Beresino Boys und das eine Girl nicht aufgeben würden. Zum Schluss? Und zum Schluss, wie aus dem Off, kam eine Warnung von Misha, direkt an mich. Rob und Lakose sagten, dass Mate wieder da sei. Er hatte ihnen den Krieg erklärt. Er hatte Rache geschworen. Und er würde sie und uns angreifen. Er hatte uns also ins Visier genommen, mit unseren Camps, und wollte jeden Einzelnen töten. Meine Antwort war knapp. Soll er kommen? Wir haben reichlich Fisch. Ich wollte, dass sie wussten, wer uns nur zum Vergnügen jagt, der hat nicht verstanden, wofür wir kämpfen. Wir sind keine Trophäen, keine Namen auf einer Liste. Wir sind Hoffnung. Und wenn sie angegriffen wird, kommt sie wieder. Und manchmal bleibt sie auch. In jedem gemeinsamen Bissen am Feuer, in jedem Lachen, das wir teilen, in jeder Geste, die wir für andere tun. In diesem Sinne, bleibt vorsichtig, bleibt standhaft und bleibt am Leben. Gezeichnet Herz aus Gold.